Heute gibt es bei uns Chicken Hot Dogs aus dem Opti-Grill. Denn ihr habt ja gewünscht, dass wir mehr Rezepte im Opti-Grill machen und das machen wir jetzt. Für die Zubereitung braucht ihr allerdings einmal die Grillplatte und ihr braucht zusätzlich noch die Backschale. Und darin werden nachher die Hot Dogs gemacht und hier werden die ganzen Vorbereitungen für die Hot Dogs gemacht. So, bevor wir jetzt anfangen, marinieren wir erstmal die Hähnchenbrust. Für die Marinade nehmt ihr 2 Esslöffel Brathähnchengewürz. Da könnt ihr ein Gewürz nach euren Wünschen nehmen. Ich verlinke euch aber auch noch mal ein Brathähnchenrezept, was ich immer selber mache. Zu den 2 Esslöffel Brathähnchengewürz macht ihr 3 bis 4 Esslöffel Öl. Ihr müsst immer mal gucken, wie dick oder dünn das dann wird. Deswegen erstmal weniger und dann eventuell ein bisschen mehr, wenn das Gewürz halt aufkühlt. So, das stellen wir zur Seite, weil das muss noch quellen. Und in der Zwischenzeit schneiden wir einfach die Hähnchenbrust in feine Streifen. So, ich habe hier schon mal welche vorbereitet, damit es nicht zu lange dauert. Und die wird auch einfach nur in etwas breitere, daumendicke Streifen geschnitten, die wir dann gleich auf den Opti-Grill legen. Das können wir so lassen. Und ihr seht, das mit dem Quellen geht ganz schnell, aber ich lasse das einfach so. So, die Hähnchenbrust, solange wir jetzt erstmal den Opti-Grill vorheizen, weil wir müssen jetzt den Bacon einmal machen und wir müssen anschließend die Hähnchenbrust braten, werden wir den Opti-Grill auf das Bacon-Programm einstellen und den Bacon zubereiten. In der Zeit kann dann auch die Hähnchenbrust super gut einmarinieren. Ist jetzt vorgeheizt im Bacon-Modus und dann legen wir einfach die Scheiben Bacon ein und lassen die mal ein bisschen brutscheln. Ihr habt die Möglichkeit, selber zu wählen, ob ihr es medium haben möchtet oder lieber knusprig. Lecker? Noch nicht. Ja, schon. So, der Bacon ist jetzt fertig und jetzt wechseln wir das Programm für die Hähnchenbrust. Und dann legen wir die Hähnchenbrust auch ein, nachdem es halt vorgeheizt ist. Und in der Zwischenzeit, wo die Hähnchenbrust jetzt durchgart, werden wir uns um den Currydip dafür kümmern. Für den Currydip die Mayonnaise mit dem Joghurt mischen. Und das Ganze jetzt mit dem Curry, Pfeffer und Salz würzen.
Die genauen Zutaten bekommt ihr natürlich noch in dem Link in der Beschreibung. Und zu guter Letzt braten wir noch Ananas. Da bei uns auch Personen sind, die keine Ananas da drauf möchten, lassen wir die natürlich weg. Für die Ananas habe ich den manuellen Modus gewählt und mache das Ganze 1,5 bis 2 Minuten. Ihr könnt ja schauen, wie bei euch dann der Bräunungsgrad ist und die dann dementsprechend rausholen. Und jetzt werden wir nicht nur die Ananas runternehmen, sondern auch die untere Grillplatte entfernen. Da bitte Handschuhe bei anziehen oder Silikontopflappen, weil das Ding ist unheimlich heiß. Und anschließend werden wir dann die Backschale einsetzen, um die Brötchen einmal kurz aufzubacken. Die Brötchen sind jetzt kurz aufgebacken und jetzt werden wir die einfach füllen. Dafür erst die Creme, dann Hähnchenbrust und die Bacon rein, die Ananas und das Ganze überbacken wir dann noch mit Cheddar-Käse. Ihr seid natürlich bei der Menge des Käses völlig auf euch gestellt. Ihr könnt mehr Käse machen, ihr könnt weniger Käse machen, ihr könnt den Käse austauschen. Macht, was euch gefällt. Und wer jetzt noch etwas schärfer haben möchte, es passen Chiliflocken total gut dazu. Da wir jetzt das Problem haben, dass diese Brötchen höher sind als der Deckel, ich habe mir zwar so eine Erhöhung bestellt, die ist aber noch nicht da und deswegen zweckentfremde ich einfach einen Kartoffelstampfer. Und jetzt wird das Ganze im manuellen Modus einfach noch mal ein paar Minuten überbacken. So Leute, jetzt sagt mir mal, dass das nicht gut aussieht. Das sieht und das riecht. Es riecht mega, mega klasse. Es riecht hier nach Curry, nach Hühnchen, nach Bacon. Es riecht hier echt nach allem. Und der Frank meinte gerade noch, wenn wir uns jetzt für den Super Bowl interessieren würden, dann wäre das ein passendes Menü dazu. Ich muss sagen, das stimmt. Und jetzt werden wir das nämlich ganz alleine essen. Keine Sorge, wir sind zu viert. Ist nicht heiß. Kann ich da so am Tisch? Ja, ja, so. Da brauchst du hier so ein paar Untersätze.